Moin und hallo. Moin. Thema gebrauchte Wohnmobile. Heute von Römö. Ja, bei wunderbarem Wetter und Sonnenschein und wahnsinnig leer, 20 nach 7. In 2 Stunden sieht die Geschichte ganz anders aus. Die Insel ist komplett überlaufen, hätte ich fast gesagt. Also Ja. es ist alles ausgebucht, alles Ja. ausgebucht. Und man steht momentan auf der Insel, wo man Platz findet. So, wir haben uns gestern mal hingesetzt, haben einiges aufgeschrieben, da ist auch ganz schön was zusammengekommen. Ja. Wir haben ja auch ordentlich Erfahrung gesammelt, gute und auch kleine negative. Es geht um den Gebrauchtwagen, den Genau. Gebraucht-Wohnmobilkauf. Und 4 Stück hatten wir, 3 Stück, ich weiß es gar nicht mehr, in den letzten 12 Monaten. Und da hat sich einiges an Erfahrungen und an Erlebnissen angesammelt. Und damit ihr nicht Fehler macht, die uns fast auch passiert wären, gibt es heute mal so einen Einblick in Tipps und Tricks und Infos, die wir einfach auf unserer Suche gesammelt haben. Ja, Die halten wir für so wichtig, dass wir darüber auf jeden Fall berichten müssen. auf jeden Fall. Ich würde einfach mal einen Punkt vorab nennen, das ist einfach gut gelaunt losgehen. Also ich glaube, man hat schon Vorteile, wenn man, egal ob man privat kauft oder auch zum Händler geht, gut gelaunt ist. Also wir haben da ja schon Geschichten gesehen, es gehören ja immer 2 dazu, der Verkäufer und der Käufer. Ist man sich grün und auch das Bauchgefühl. Also mir ist es passiert, dass ich oft mein Bauchgefühl weggelassen habe und mir sind Fehler unterlaufen. Also nicht nur Kopf, sondern auch Bauchgefühl. Wie gehst du jetzt ran? Gehst du rein rational ran an die Geschichte? Du fährst zum Wohnmobilhändler als Beispiel. Das kann ja auch ein Privatverkäufer sein, wie auch immer. Du hast diesen Ersttermin. Wie nimmst du den wahr? Dann fragst du dich, wer steht da vor dir? Was erzählt der mir? Erzählt der mir irgendwelche Märchen und Geschichten? Ist der ehrlich? Geht der im Umgang mit mir ehrlich um, wenn ich als Kaufinteressent dahin komme? Ne? So, da hast du schon die erste Spannung irgendwie. Ne? Weil eins muss man mal wissen, auf mobile.de werden jetzt knapp 58.000 Wohnmobile angeboten. Der Markt war noch nie so groß und das Angebot ebenfalls. Und was uns beschäftigt hat, das sind die jungen Gebrauchten. Genau. In erster Linie. Es gibt auch noch ein paar Tipps zu älteren Fahrzeugen nachher. Aber das war ja das, wonach wir gesucht haben. Ne? Fahrzeuge bis 2,5, 3 Jahre. Ja. Und was es da für Fallen gibt, na schaut mal selbst. Der erste Ansatz ist ja dann immer der, das macht man wie beim Pkw-Kauf ja auch. Man fragt, hast du ein Wartungsheft für dein Fahrzeug? Ist das Fahrzeug regelmäßig gewartet worden? Das sind ja so Dinge, die kennt ja jeder vom Gebrauchtwarenkauf. Uns ist zum Beispiel Folgendes passiert. Wir haben ein Auto gekauft, sind dann mit diesem Auto gefahren. Und auf einmal kam ein Anschreiben von der KBA. Das ist Kraftfahrzeugbundesanstalt, heißen die, glaube ich. Und die überwachen den Verkehr dahingehend, wenn ein Hersteller Rückrufe hat und solche Geschichten, dann wird der Halter angeschrieben, ne? Der Halter des Fahrzeuges. Und wir haben den Wagen gerade ein paar Wochen, kommt ein Schreiben vom KBA. Wir haben Sie doch schon im November letzten Jahres angeschrieben, Sie müssen diese und jene Rückrufaktion durchführen und wir in der Klasse. Der Vorbesitzer, der hat den Wagen 2 Jahre gefahren, 2,5, hat sich um nichts gekümmert, hat Inspektionen nach 2 Jahren gemacht und das war's. So, und all diese Dinge wie Rückrufaktionen oder irgendwelche, sei es jetzt Rückrufaktionen vom Basisfahrzeughersteller oder vom Aufbauhersteller, hat er sich nicht drum gekümmert. Das ist so diese Mentalität, ich kaufe mir einen Pkw oder ich lease den 2 Jahre, mache gar nichts und gebe ihn dann irgendwann weg. Diese Fahrzeuge, die kommen vermehrt auf den Markt und die tauchen auf. Das sind, ich sage immer, die Corona-Fahrzeuge. Ne? Das sind die Fahrzeuge von Haltern, die jetzt vielleicht andere Reiseformen haben, weil sie Flugreisen machen und so weiter. Für die war das ein Abenteuer, 2 Jahre lang mal ein Wohnmobil zu haben und jetzt kann das Fahrzeug gehen. Ihr solltet also auf jeden Fall prüfen und euch nachweisen lassen, ob euer Fahrzeug, das ihr da kauft, die Rückrufaktionen, an den Rückrufaktionen teilgenommen habt. Was das für Rückrufaktionen sind, das erfahrt ihr jeweils auch bei dem Basisfahrzeughersteller, ob das jetzt Mercedes, Fiat, Citroën, Peugeot, Ford, da kann man sich schlau machen, ist überhaupt nicht das Thema. Inspektion. Ja. Auch wichtig. Ja, natürlich. Ist die Inspektion, dieser Inspektionsintervall, ist es eingehalten worden?
Und dann haben wir uns, Nora und ich, darüber unterhalten. Und dann ist uns noch was aufgefallen. Da haben wir nie dran gedacht. Dichtigkeitsprüfung. Haben wir nie dran gedacht, dass Ja. ja nach einer gewissen Zeit, du hast ja noch Garantie, die muss ja auch, also bei Hyma wissen wir es, einmal pro Jahr gemacht werden, damit du noch in der Gewährleistung bist. Ja, Bleibst. Moment. Oder wie? Da muss ich kurz einsteigen. Ja. Die Gewährleistung, die betrifft ja jedes Fahrzeug, Ja. jedes Neufahrzeug, das verkauft wird. Und du hast auch beim Gebrauchtfahrzeug gegenüber dem Verkäufer, sprich Händler, wir reden jetzt von Gewerbetreibenden, 12 Monate Gewährleistung, das ist klar. Die Dichtigkeitsprüfung, die ganz viele Wohnmobilhersteller anbieten, das ist eine Garantie. Und das ist eine Serviceleistung, die dir Ja. der Hersteller freiwillig anbietet. Und die Spielregeln bei dieser Serviceleistung, die gibt der Hersteller vor. Und das darf er ja auch. Es ist eine freiwillige Leistung von ihm. Und wo du gerade Hyma ansprichst, bei Hyma ist es so, ich glaube 6 Jahre hast du diese Dichtigkeitsprüfung, diese Dichtigkeitsgarantie, musst aber einmal jährlich eine Dichtigkeitsprüfung machen. Und das startet eben nach den ersten 12 Monaten. Das ist auch kostenpflichtig. Du musst eine Gebühr dafür bezahlen. Ja. Und du hast 6 Monate Karenzzeit bei der Dichtigkeitsprüfung. Und wenn die überschritten ist, dann verfällt deine Dichtigkeitsgarantie. So, das fiel uns wie Schuppen von den Augen. Haben wir uns noch nie Nee. mit beschäftigt oder nachgefragt. Das bedeutet, ist dein Fahrzeug, dein Gebrauchtfahrzeug älter als 18 Monate, bei diesem Beispiel, und hat keine Dichtigkeitsprüfung, der Vorbesitzer hat keine Dichtigkeitsprüfung vorgenommen, dann hast du auch keine mehr. Ja. Dann hast du keine Garantie mehr auf die Dichtigkeit deines Fahrzeuges. Noch eine kleine Anmerkung, dann ist Thema Dichtigkeitsprüfung durch. Es ist so, dass nach unserem Wissensstand Hyma die undichte Stelle an deinem Fahrzeug dann reparieren würde auf ihre Kosten, aber sie würden nicht den Schaden ersetzen an deinem Fahrzeug, Möbelbau etc., die durch diese Undichtigkeit entstanden sind. Also es handelt sich wirklich nur um die Dichtigkeit der Hülle, ne, des Wohnmobils. Ja, und ganz wichtig natürlich dann, umso älter ein Fahrzeug, umso mehr Verschleiß hast du. Also jetzt bei älteren Fahrzeugen, die zum Beispiel 10 Jahre und älter sind, da gab es ja diese Geschichte mit dem, was hatten wir aufgeschrieben? Gas, Gasanlage, ja. ne? Die Gasanlage. Die Gasanlage, sprich Gasregler, Druckminderer, Gastanks, solche Geschichten, die haben eine Laufzeit von 10 Jahren. Ja. Die sind zugelassen mit einem Stempel und mit, ich nenne das so Laufzeit, bis für einen bestimmten Zeitraum von 10 Jahren sind die signiert und abgestempelt. Bei den Gastanks ist es wohl so, dass du das durch eine Nachprüfung wieder verlängern kannst. Aber wenn deine Gasanlage geprüft wird, bei einer Gasprüfung, wir haben es heute mit Prüfungen, dann guckt natürlich der Prüfer drauf, ob deine Baugruppen, die zu der Gasanlage gehören, Druckminderer oder es gibt ja auch die Umschaltanlagen, ne, die von einer Flasche auf die andere umschalten, die sowieso 10 Jahre, und bei Gastanks muss eben nach 10 Jahren eine neue Prüfung stattfinden. Die kannst du prüfen lassen und dann bekommen die nochmal 10 Jahre. Genau. Und ja, Nora sagte Verschleiß. Wir nähern uns jetzt wieder diesen Zeiten, wo man sagt, das ist ja eigentlich auch vom klaren Verstand, ist es ja logisch. Ein Gebrauchtfahrzeug muss doch günstiger sein als ein Neufahrzeug. Wir haben lange Zeit, war es ja war nicht genau umgekehrt, aber hat es sich ja eingebürgert, um schneller an ein Fahrzeug ranzukommen, an ein Wohnmobil, war man ja bereit, über den Neupreis zu bezahlen. Das Angebot war ja nicht da. Genau. Und diese Zeiten, die kehren sich jetzt um in die Zeiten vor dem Hype. Ja. Das heißt, jetzt hast du wieder bei Wohnmobilen einen Wertverlust. Und dieser Wertverlust, der ist ja auch logisch. Ich fahre 50.000 Kilometer. Ich verschleiße die Bremsen 50.000 Kilometer. Ich verschleiße die Reifen 50.000 Kilometer. Ich verschleiße die Heizungsanlage. Genau. Also ich nutze ja die ganzen Komponenten. Und dann sind sie ja nicht mehr neu. Also ist unsere Logik so, dann kann das Fahrzeug ja auch nicht teurer sein als ein Neufahrzeug oder das gleiche kosten. Die Gebrauchtwagenpreise müssen sich dieses Verhalten wieder angewöhnen. Wir sind aus der Zeit, da hat uns mal ein Händler zu uns gesagt, in den super tollen Verkaufszeiten, wir verkaufen keine Wohnmobile, wir verteilen Wohnmobile.
Und jetzt wendet sich das Blatt und das muss sich auch im Service natürlich wandeln. Der Verkäufer muss sich wieder bemühen, dir ein Fahrzeug schmackhaft zu machen und dazu muss er einfach Spielregeln einhalten, über die wir ja heute Bericht erstatten. Und ihr solltet zumindest wissen, was uns beim Kauf von einem Gebrauchtfahrzeug für Punkte wichtig sind, ne? Damit euch eben keiner ein X für ein U verkaufen kann. Ja, zum Beispiel der Rudi hier, Ja. gebraucht, 2 Jahre alt, ist in einem Kundenauftrag angeboten Ja. worden. Haben wir gemacht, du hast nämlich keine Gewährleistung. Wenn etwas ist, musst du dich an den Vorbesitzer wenden. Den haben wir gar nicht kennengelernt, Nee. weil ja das Fahrzeug im Kundenauftrag verkauft wurde. Haben wir gemacht, wir wollten es haben. Ja, und wir wissen ja auch, was wir uns angucken an so einem Fahrzeug. Ja. Und bei CS, bei diesen Manufakturfahrzeugen, da kann ja auch in der Regel nicht viel Ja. dran sein und bei Sprinter auch nicht. Es ist ja ein junges Fahrzeug. Ja. Aber das ist auch so ein Punkt. Ihr habt das bestimmt öfter gelesen, bei mobile.de, auf solchen Börsen, wo Fahrzeuge gebraucht angeboten werden. Ich verkaufe für meinen Kumpel ein Wohnmobil. Oder das im Kundenauftrag zu verkaufen und so weiter. Das ist so eine Nummer, der Händler, die wir nicht so, die hat so ein Geschmäckle. Ein Händler, egal ob das ein Wiesenhändler oder ein Markenhändler ist, egal wer das ist, der sagt jetzt, ich vermittle ja hier nur. Ich verkaufe dir ein Auto, ich zeige dir das auch gerne, aber der eigentliche Verkäufer, das ist der Eigentümer, der im Brief drin steht. Das ist ein Weg der Händlerschaft, um Gewährleistungsansprüche abzuwenden, um sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen, um sie einfach nicht zu haben. Und dann wird eben gerne gesagt, ich verkaufe für Kumpel und so weiter. Wenn du hast dann ein Kommissionsgeschäft des Verkäufers, dem Händler, der kassiert ja für seine Arbeit Geld. Der hat aber kein Risiko, null Risiko, weil er alle Gewährleistungsansprüche, die beim Gebrauchtwarenkauf entstehen, auf den Vorbesitzer abwälzt. Ja. Und das Thema hat ein Geschmäckle. Ja, da gut, in diesem Fall jetzt bei uns war es ein Nee, Autohändler. alles gut. Ne, das Ja. war nicht mal ein Wohnmobilhändler. Ja. Hat sein Fahrzeug in Zahlung gegeben oder was weiß ich. Wir haben es gemacht, mein Gott. Also man hat immer ein komisches Bauchgefühl Man dabei. sollte sich Also, bewusst sein, dass man dann keine Gewährleistung hat, Ja. beziehungsweise ist ja nicht ganz richtig. Du hast natürlich Gewährleistungsanspruch für verdeckte Mängel an so Ja, einem Fahrzeug. okay. Und nur versuch doch mal irgendeinen Vorbesitzer ranzukriegen. Dann musst du prozessieren und sonst was. Nimm dir eine Rechtsschutzversicherung, ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Aber da haben wir überall keinen Bock drauf. Wir wollen ein Auto haben, damit fahren, Spaß haben, uns es fertig machen und gut ist. Und wir wollen nicht unsere Zeit mit irgendwelchen Streitigkeiten verbringen. Ne? Deshalb sollte man, wenn man sich unsicher ist, diesen Weg nicht unbedingt gehen. Ne? Ja. Ach, wir haben aber auch so wunderschöne Erfahrungen gemacht. Also als wir den Alkoven gekauft haben, abgeholt haben, der war so pico, ne? Von Andi. Ja, der war so sauber. Also das habe ich echt noch nie erlebt. Das war richtig gut. Also da habe ich mich drüber gefreut. Der war auch noch bei Iveco. Die haben alles gemacht, die haben alles nachgeguckt. Ne? Ja, das ist Das war toll. Das ist Andreas Klein in Simmern. Und der geht ja einen anderen Weg als Händler. Das ist ja auch ein Händler, aber eigentlich geboren aus dem Autohandel, aus dem Pkw-Handel. Und bei dem war das so, der hat eine Inspektion gemacht vom Fahrzeug, der hat das vorher nicht übergeben. Inspektion gemacht, dann da waren Bezüge wurden noch gewaschen, der Wagen wurde aufbereitet. Ja, von den Matratzen. Ja, und dann bekommst du eine Gewährleistung, also einen Versicherungsvertrag. Ja, wie das super. auch bei gebrauchten PKWs üblich ist. Ne? Genau. Und diese Versicherungsleistung, die gibt es ja gleich im Paket dazu. Ja. Und dem liegt ja daran, der möchte ja in ein paar Jahren auch noch Autos verkaufen, also Wohnmobile. Ne? Und deshalb liegt ihm halt sehr viel an seinem guten Ruf. Und das war tippitoppi. Ich muss ja dazu noch was sagen. Wir haben uns erst nicht getraut, da anzurufen, ganz ehrlich, ne? Weil wir gedacht haben, ne? Und die Preise waren auch ganz schön. Also, wir haben gehandelt. Nur Mut. Ja. Und auch anrufen. Und egal, na gut, wenn es schief läuft, zum nächsten. Geht ehrlich Ganz und offen, ehrlich. Echt? Mit mit den Händlern um und traut euch auch da am Preis zu schrauben, weil die Schraube dreht sich im Moment, ne? Genau. Logisch.
Denn dann merkt ihr ja gleich, wie die reagieren. Und dann merkt ihr auch gleich, ist da, bei uns ist immer wichtig, du hast es schon gesagt, dass die Chemie passt. Ne? Ja. Dass man kommunizieren kann, dass man sich austauschen kann, was habe ich da für einen Händler? Ist das jetzt so einer, ne? Und sagt, du, geh mal zur Seite, da hinten stehen die Nächsten. Dann haben wir keinen Bock mehr, haben wir nie gemacht. Da sind wir immer zur Seite gegangen, haben den anderen den Vortritt gelassen. Ja. Ist nicht unsere Art. Und dann findet ihr auch gute Händler, wirklich gut. Und man kann einfach nicht sagen, du musst zum Markenhändler oder dies oder das und du darfst nicht vom Privat kaufen und. Diese Mischung es gibt ja in jedem Bereich gute und Genau. schlechte oder die uns mehr ansprechen und andere, die uns nicht so gut ansprechen, zu denen wir nicht so ein Vertrauen haben. Die findest du überall. Es liegt an einem selber, einen Händler oder einen Verkäufer eines Gebrauchtfahrzeuges zu finden, mit dem man zufrieden ist. Noch Genau. ein kurzer Punkt wegen der Dichtigkeit. Ich muss noch mal zu der Prüfung zurück, Nora. Okay. Dichtigkeitsprüfung. Ja, das spricht natürlich wieder für einen Markenhändler, der die Marke vertritt, die du gerade gebraucht kaufen möchtest, weil der kann dir dann auch die Prüfung machen, Ja. die Dichtigkeitsprüfung. Weil ja markenfremde Händler, Verkäufer, wie auch immer, die müssen ja diese Prüfung dann in solchen Niederlassungen oder Firmen machen lassen, die die Marke, die Garantie anbietet, dann auch vertreten. Ja, Weißt zum du, Beispiel, ihr ja. möchtet ein Sunlight kaufen, sucht jemanden, der halt auch Sunlight vertreibt. Ja, Ganz zumindest einfach. damit ihr diese Prüfung da habt. Genau. Ne? Wer Wert drauf legt. Ne? Eben. Nächster Punkt. Habt ihr das Fahrzeug bezahlt? Ah, So. Jetzt geben wir Rudi wieder ab. Wir haben schon was Neues und haben schon den Brief. ja. Wunderbar. Und Das heißt, es ist ja, wenn ich bezahle, ist das Fahrzeug ja schon mein Eigentum. Also möchte ich auch den Brief gerne haben. der Wagen steht im Moment, unser Wagen steht im Moment, unser neuer Wagen steht im Moment. Gebrauchte. Unser Ja, neuer gebrauchter Wagen. Der steht ja momentan beim Händler, weil da noch eine Ja. Zusatzluftfeder eingebaut wird. Und da gab es, das verzögerte sich halt mit der Lieferbarkeit, ne, dieser Mhm. Zusatzluftfeder. Und wir haben den Wagen ja schon bezahlt, obwohl wir ihn noch gar nicht fahren und noch gar nicht ausgeliefert bekommen haben. Aber wir haben abgestimmt mit dem Händler, dass nach der Kaufpreiszahlung wir auch den Brief bekommen. Ach Mensch, das ist so, Kein ich Problem. könnte den ganzen Tag reden. Die Wohnmobilhändler, die refinanzieren sich ja. Das heißt auf gut Deutsch, die haben das ja alles, das Geld für ihren gebrauchten oder Neuwagen Fuhrpark haben die ja nicht in der Tasche stecken und sagen, hier 50 Sunlight und hier ist die Kohle. So funktioniert es ja nicht, ne? Gegenüber dem Hersteller. Die Wohnmobilhändler bekommen die Fahrzeuge, ob sie jetzt ankaufen, als Gebrauchte, in Zahlung nehmen oder vom Werk bekommen. Und dieses Geld ist refinanziert und die Banken nehmen natürlich eine Sicherheit und die Sicherheit sind die Kfz-Briefe und die liegen in der Regel bei den Banken. Jetzt stellen wir uns mal ganz eine blöde Situation vor. Du hast dein XY-Wohnmobil beim Händler bezahlt, ob das ein Neuwagen oder ein Gebrauchtwagen ist, ist völlig Mumpe. Und bis es zur Abholung kommt, ist dein Wohnmobilhändler pleite gegangen. Dann hat die Bank den Brief einkassiert und du kommst nicht mehr dran. Dann ist es Insolvenzmasse und dann bekommst du nachher die paar Prozent aus der Insolvenzmasse, die für dich noch übrig bleiben. Nach dem Insolvenzverfahren, nach Abschluss des Insolvenzverfahrens. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo uns ein paar Mal schon richtig bange war, dass wir irgendwo Geld bezahlt haben und noch keinen Brief gehabt haben. Also das würde ich heutzutage auch nicht mehr machen. Also ich würde immer zusehen, Geld gegen Brief. Ne? Ob du das überweist, so viel Vertrauen solltest du schon noch zu deinem Händler haben, oder ob du mit dem Koffer hinläufst. Ich meine, Oder es gibt ja noch die Möglichkeit der Anzahlung und Restbezahlung. ja, das ist bei uns ein Gebrauchtwagen. Ja, gut. Das, Okay, ja, stimmt. ja, Stimmt. wenn du dir ein Auto bauen lässt bei Manufakturen oder wenn du es dann halt in 2 Jahren geliefert bekommst oder in einem Jahr, da ist es in der Regel so, dass die Händler Anzahlung haben wollen. Ist mir auch ein bisschen flau bei, weil die müssen das Auto doch erst bezahlen, wenn es ausgeliefert wird. Also vom Hersteller zum Händler kommt. Du bezahlst aber schon ein Jahr vorher deine 30% oder sowas. Ja, bin ich nicht so glücklich mit.
Bin ich nicht so glücklich mit. Hm. Ich, Ja. ich denke, wenn du einen guten Händler hast, dann kannst du mit dem auch alles bequatschen. Genau. Und dann versteht, du musst ja sagen, nicht ich will, mach das so und boah und Druck aufbauen. Nein, lieber Händler, ich habe da irgendwie Magenschmerzen. Wenn ich dir jetzt, wenn wir uns das jetzt so vorstellen, dass das und das passiert und ich dir die Kohle gebe, dann habe ich einfach ein Jahr lang Magenschmerzen, ob ich mein Geld verliere. Genau. Sag dem das doch ganz offen. Eben. Dann hat er die Chance, sich zu überlegen, wie er mit dir umgeht. Eben. Und die Bereitschaft, nicht mehr nur die Autos zu verteilen, sondern den Kunden Service zu bieten, die wächst doch stündlich. Eben. Früher sind wir rumgelaufen haben angerufen bei Händlern. Sag mal, habt ihr den neuen XYZ stehen? Wir würden den gern filmen. Ah, du, der ist schon verkauft. Da müsste er aber in den nächsten 2 Tagen kommen. Der wird am Donnerstag ausgeliefert. Ja. Heute, du rufst an, habt ihr den so und so stehen? Welchen willst du filmen von den 20 Stück? Das ist krass, das hat sich total gewandelt. Ja. Niemals unter Druck kaufen. Ja, da Ja, stimme ich dir komplett Das zu, haben Nora. wir letztes Jahr gemacht. Da hatten wir 5 Wochen kein Wohnmobil. Geschichte Ja. davor lassen wir mal. Ja. Ist Vergangenheit, geht ja weiter. Da haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben angerufen auf ein Fahrzeug, wundertoll telefoniert, wirklich stundenlang. Ich bin da sogar noch einkaufen gegangen. Bertel hat weitergequatscht, ihr habt euch da Ja. ausgetauscht und war super, super, super. Das war ein Privatverkauf, bist du Ja, auf dem Weg? ja, genau. Okay. Mhm. Und als ich wieder kam, haben die immer noch gequatscht. Na Mhm. gut. So. Ihr wart dann auch so weit, du hast nach Mängeln gefragt. Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Was haben wir gemacht? Wir haben das Fahrzeug bezahlt. War ja auch die Zeit immer noch des Online-Kaufens. Also es Ja. wurden auch viele Fahrzeuge online gekauft. Okay. Ja. Haben wir gesagt, gut, das war in Würzburg, sind wir da runtergefahren und was war? Alufraß. So. Nun hatten wir aber auch das Glück, einen kollegialen Verkäufer Genau. zu treffen, der hat das sofort wieder rückabgewickelt. Aber was ich eigentlich dazu sagen möchte, ist, im Endeffekt dann eben lieber zweimal nach Würzburg fahren, Ja. sich da ein Hotelzimmer oder was weiß ich, was in der Pension einmieten und sich Zeit nehmen, sich ein Fahrzeug angucken und nicht so eine Hauruck-Aktion. Also das war ja nie normal. Wir waren schon ziemlich genervt, weil wir nichts gefunden haben. Da war ja das Angebot noch nicht so toll und wollten nicht zweimal nach Würzburg fahren. Ja, er hat ja Ja. Fotos geschickt, Also, alles ja. Mögliche gemacht. Wirklich voll engagiert. Aber das mache ich nicht nochmal. Also da geht die Geschichte an uns. Fehler. Ja, Ja. ja, ja. ist gut zu Ende gegangen und, Ja, und eben. sehr viel, Wunderbar. sehr, ja, sehr faire Verkäufer. Man darf ja eins nicht vergessen, es ist ein fairen Absatz. Ne? Ja. Wir haben aus Hannover ein Fahrzeug ja, wie soll ich das jetzt nennen? Fernabsatzgesetz ist ja, wenn du nicht beim Händler stehst und sagst, hier ist die Kohle, gibt's Auto, sondern du machst das Ganze in dem Fall ja online. Und dann hast du 14 Tage Widerrufsrecht. Und das lag auch alles drin. Also rechtlich waren wir auf der sicheren Seite. Nur man kann sich ja solche Aktionen auch so ein bisschen sparen. Ne? Man muss das ja nicht provozieren. Und nicht jeder hat das Geld, dass er dir dann gleich wieder das alles Cash zurückgeben, also nicht Cash zurücküberweisen kann. Und von daher war das dann schon gut gelaufen. Dann haben wir noch eine Geschichte, die uns jemand erzählt hat, die finde ich so toll, weil Ah. sich wirklich Mühe geben, forschen, ja, ganz, ganz wichtig, wenn ihr ein Problem habt nach dem Wohnmobilkauf. Das ist die Geschichte aus Reschaffen. Ja, ich wollte da vorweg schicken. Man macht es natürlich so, wenn man ein Wohnmobil kauft, dann macht man ja, also bei den Händlern heißt das ein Auftrag und dann bekommt man eine Auftragsbestätigung, so heißt das da. Das eine heißt ja im Prinzip, du möchtest, und das zweite heißt dann die Auftragsbestätigung, ja, als Händler machen wir das auch. Und du unterschreibst ja eine verbindliche Bestellung in dem Moment. Von Kaufvertrag ist da eigentlich weniger die Rede. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass du dir natürlich unterschreiben lässt, das Fahrzeug ist unfallfrei. Und da steht dann immer so gerne so drin, laut Angaben des Vorbesitzers unfallfrei. Das spielt keine Rolle. Die Unfallfreiheit in dem Moment bestätigt dir in dem Fall war es ein Händler, das Beispiel, das Nora jetzt zitiert, hat der Händler dem Käufer
eines Gebrauchtfahrzeuges die Unfallfreiheit bestätigt. Ja, und jetzt hört mal zu. Nee, erzähl du ruhig. Du kannst das besser heute. Nee, das ist Doch. alles gut. Nee, erzähl du. Ich bin ja schon so eine Labersocke. Doch, mach mal. Du bist gerade so schön drin. Naja, da ging es um ein wirklich älteres Fahrzeug. Das war ein, ja, zufällig jetzt auch wieder ein Hümer. Ich glaube, hieß der 830. Das ist so ein Ding, so graufarben und sowas, war mal so ein Top-Teil früher. So die Upper Class von Hümer. Und den hat einer gebraucht gekauft. Jetzt nageln wir nicht auf jeden Euro fest. Auf jeden Fall unter 50.000 gebraucht. Und dann hat der damit selber, ich glaube, es gab einen Auffahrunfall, irgendwas war, ihm ist da was vorgerollt. Na, jedenfalls hat er einen Schaden an der Frontverkleidung gehabt des Wohnmobils. Und dann ist er mit dem Wohnmobil, ich weiß auch nicht mehr, ob er Schuld hatte oder der andere, na, jedenfalls ist er mit dem Wohnmobil dann in die Werkstatt gefahren. Und dann sagt die Werkstatt, Moment, hier vorne die ganze Frontmaske vom Fahrzeug, die ist ja schon mal getauscht worden. Und da wurde dieser Käufer hellhörig. Und jetzt hat er sich die Mühe gemacht, hat den Brief genommen und hat die Vorbesitzer, alle Vorbesitzer, angerufen, rausgefunden, welche Telefonnummern die haben, ob die da noch wohnen und so weiter. Bis er dann zu einem gekommen ist und der sagte, oh, das ist ja schön von Ihnen zu hören. Ja, wir hatten das Fahrzeug mal. Und wir waren vom Rechtsanwalt vor Gericht mit dem Auto, weil der nämlich, wir hatten da einen Unfall und so weiter und so weiter. Der Wagen hat einen Unfallschaden und da haben wir nachher ums Geld gestritten. So. Und wenn Sie möchten, jetzt kommt der Hammer, wenn Sie möchten, ich habe da so einen dicken Aktenordner, den kann ich Ihnen zukommen lassen. So, was Besseres konnte ja dem Käufer, dem aktuellen Käufer gar nicht passieren. Und dann hat er das dem Händler erzählt und wollte sich mit dem so einigen. Sagt der Händler, ne, ich weiß von nichts und da war kein Unfall und gar nichts. Ja, das ist natürlich das Fressen für jeden Rechtsanwalt. Ne? Und dann hat er nachher eine so fette Summe noch bekommen, der Gebrauchtwagenkäufer, weil der Händler ist ja hinten runtergefallen, der hat ja keiner recht gegeben. Dass der Händler nachher klein beigab und sagte, ach komm, und können wir nicht und so weiter. Und uns da irgendwie einigen. Und der hat sein Auto nachher 1/3 günstiger gekriegt. Das ist der Hammer, ne? Ah, das ist eine tolle Geschichte, die fand ich gut. Also wirklich sich dann dahinter knien und weitermachen. Das ist das Thema Ehrlichkeit zum Beispiel. Ja. Und toll dann eben den Vorbesitzer, also der zufällig ja den Unfall hatte, so eine Akte und dann noch so nett ist. Ne? Wir tauschen uns aus, so geht das nicht. Ah, ich finde die Geschichte gut. Ja, die ist heftig. Die ist echt heftig. Hast du sonst noch was für uns? Haben wir was vergessen? Also wenn ihr da Erlebnisse gehabt habt und Erfahrungen weitergeben könnt, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Ja, natürlich, damit wir es alle lesen können. Ja. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Und wir lernen ja alle davon für die Zukunft, wer sich ein Wohnmobil kaufen möchte, gebraucht. Also. Ich habe nie über diese Dichtigkeitsprüfung nachgedacht beim Gebrauchtkauf. Nee, wir lernen ja auch immer dazu. Das finde ich auch schön. Ja, wir warten jetzt auf unseren... Ich habe noch eine Story. Eine habe ich noch. Und zwar, da hatten wir einen Fall, da hat jemand beim Händler ein Fahrzeug gekauft. Ich weiß auch nicht mehr, ob neu oder gebraucht. Das war gar nicht der Punkt. Jedenfalls kam irgendwann der Tag des TÜVs oder der Hauptuntersuchung. Und da hat der Prüfer festgestellt, dass der Radsatz, der da drauf ist, gar nicht in den Papieren eingetragen ist und nicht konform ist mit den Kfz-Papieren. Und ich glaube, seine Story war noch so, dass dieser Radsatz direkt beim Hersteller draufgeschraubt wurde. Ja. Und da musste er sich erstmal darum kümmern, wie man das denn jetzt regeln könnte, dass er mit dem Radsatz fahren darf. Ja. Der Händler wollte da gar nichts von wissen. Er hat gesagt, habe ich dir so verkauft, ist so und alles gut. Ne? Das sind die Dinge. Passt auf, passt vor allen Dingen auf euer Geld auf. Lasst euch Zeit bei der Wohnmobilsuche. Und es kommen ja immer mehr, Ich finde, da kommen Angebote, die hätte ich nie gedacht. Ja, Hammer. Ja. Bertel steht ja, ne? Und dann guckt er sich die an. Die habe ich seit Jahren nicht im Netz gesehen, dass die jetzt ins Angebot kommen. Fahrzeugtypen. Ja, sorry. Wirklich. Da tauchen Fahrzeuge auf. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Es gibt zum einen so Fahrzeuge, 3 Jahre alt, 500 Kilometer gelaufen. Das verstehe ich schon mal nicht. Und dann tauchen natürlich die ganzen jungen Gebrauchten auf,
Die haben dann so Fahrleistungen, so einmal Spanien und zurück Ja. und liegen bei einem Jahr, ne? Ja. Vom Alter. Da haben sich Leute so einen Traum erfüllt oder einfach mal Bock drauf gehabt und auf einmal tauchen die auf dem Markt auf, Ja. ne? Und dann sollen die schnell wieder weggehen, die Fahrzeuge, und dann fallen die mal eben im Preis. Ja. Und Mhm. also allein die Allradsparte, ne, von Hymer, 176 Fahrzeuge stehen da drin. Das hat es ja noch nie gegeben. Und natürlich sind viele Händlerangebote, ich komme im Mai, ich komme im April und so weiter, ne? Aber diese Zahlen hat es ja noch nie gegeben. Ja. Was da an 580ern drin steht. Mhm. Unglaublich. Hm. So. Spannende Zeiten. Echt. Nora, noch ein bisschen Strand? Ja. Auf jeden Fall. Guck mal, ist immer noch keiner gekommen. Doch. Doch, ein Däne hat sich schon auf den Strand getraut mit dem PKW. PKWs. Macht nichts. Ja, ihr Lieben, habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Da hinten ist die Fähre, du. Ja. Ach ja. Haben wir was vergessen? Wir haben Verschleiß hatten wir. Junge Gebrauchte. Druckregler hatten wir auch. Gas. Mensch, mein Magen knurrt die ganze Zeit. 5 vor 8. Dabei haben wir gestern Fisch und Chips gegessen. Ja. So spät. Ich konnte nicht So eine schlafen. Tüte. Hm. Oh. Ja, wo wir bezahlen, das ist auch die Haben wir Sache alles. mit dem Brief. Haben wir alles. Super. Da ist nichts mehr für dich. Fehlt nichts, kommt nichts mehr. Also, bis die Tschüss. Tage. Tschüssi.